Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und wir schauen uns heute seit langem endlich mal wieder ein kleines Projekt an. So, ihr habt es vielleicht im Hintergrund immer ein kleines bisschen gesehen, so die Zeit über, dass immer wieder kleinere Änderungen durchgeführt wurden. Und hier haben wir letztendlich auf dem Tisch meine doch relativ alte E&L Mur. Natürlich von den Externals eigentlich komplett überarbeitet, ist nur noch einmal der Receiver original, der Rest wurde getauscht und wir werden auch ansprechen, warum. Auch von der technischen Seite musste die Mur die letzten 2 Jahre ein bisschen herhalten. Gerade für Videos immer wieder Teile drin probiert, Kompatibilität ein bisschen getestet. Und ich habe euch auch diesen Technik-Guide 2022, wo ich die ganzen Internals erklärt habe, habe ich ebenfalls meine E&L Mur hergenommen. Und so ist einfach dieses Modell so langsam in den letzten 2 Jahren ja, ein bisschen aktualisiert worden. Heute machen wir mal so diese Gesamtübersicht und schauen mal, wie das Teil jetzt einmal dasteht. Und abschließend möchte ich ebenfalls klären, ob ich mir dieses Modell noch einmal kaufen würde heutzutage. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Dann lasst uns dieses Modell zunächst mal bei den Externals durchsprechen. Was hat sich jetzt geändert und warum habe ich es geändert? Zunächst mal natürlich Dummy Light vorne dran, also kein ohne Funktion, letztendlich komplett ausgegossen. Ja, sieht einfach gut aus, kostet aber Schweinegeld. Also wie gesagt, Deutschland natürlich ohne Funktion das Ganze. Die Flip-Ups habe ich auch getauscht, da habe ich jetzt relativ günstige von Syma genommen, denn die sind sehr, sehr flach. Die Originalen von E&L waren relativ wuchtig und relativ hoch hier hinten. Dementsprechend sehr günstige von Syma aus Polyamid-Kunststoff gekauft. Sind es, wie gesagt, sind sehr flach und runden das System einfach ein bisschen ab. Aber ob man wirklich Flip-Ups braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Das muss jeder selbst entscheiden. So, dann natürlich der gesamte Vorderschaft wurde auch getauscht. Hier habe ich jetzt einen von Angry Gun dran und das ist letztendlich ein Geissli MK16 in 10,5 Zoll. Bekommt er zum Beispiel bei WGC für 100 € plus Versand plus Einfuhr. Hat mich letztendlich um die 120 € gekostet, der Vorderschaft. Relativ teuer, muss man sagen, aber die Verarbeitungsqualität von Angry Gun ist schon wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Toll gefräst, wie gesagt, schöne Radien einmal drin, auch die Passgenauigkeit. Barrel Nut und die Klemmung passt einfach wunderbar und ist auch mit dem Receiver nahezu identisch. Hier habt ihr ja letztendlich, wenn ihr ein bisschen mal herschaut, da habt ihr ja bei diesem MK16 Vorderschaft habt ihr hier unten diese Gewindestifte drin, links und rechts, wo ihr das Ganze nochmal mit dem Upper Receiver verschrauben könnt oder ausrichten könnt. So, und hier waren die Streben für den E&L Upper Receiver minimal ein kleines bisschen zu eng. Bedeutet, ich habe einfach diese Alustreben innen drin, je Seite circa 0,2, 0,3 mm ein bisschen abgefeilt, damit das Ganze einfach schön auf dem Upper einmal drauf flutscht und man dann über die Gewindestifte das Ganze ausrichten und befestigen kann. Also hier auch immer beachten, kann es je nach Upper Receiver, je nach Hersteller, kann es eben hier zu kleineren Anpassungen kommen. Die meisten, würde ich sagen, sind aber kompatibel, denn gerade dieser moderne Receiver von E&L ist halt gerade vorne doch ein kleines bisschen breiter vom Durchmesser. Wenn ihr da irgendwie einen Standard AR-15 Receiver hernehmt, von Specna Arms, von E und C, whatever, da ist das Ganze problemlos kompatibel. Auch die Pick-Rail oben ist zu 100% bündig, also hier nicht mal ein Zehntel Versatz drin, auch von der Breite passt von der Flucht her zu 100%. Also das hier ist 100% kompatibel, schon mal gut. Auch hier kann es immer je nach Hersteller kleinere Unterschiede geben, dass zum Beispiel dann der Vorderschaft ein Zehntel oder 0,2 ein bisschen tiefer sitzt, macht aber jetzt im Airsoft auch den Bock nicht unbedingt fett, würde ich sagen. So, also Angry Gun, MK18 Geissli, Vorderschaft in 10,5 Zoll. Der nächste Punkt, jetzt werdet ihr da leider ein bisschen lachen müssen, was ich eigentlich damals immer in den Reviews relativ positiv angesprochen habe, das ist der Outer von E&L. Der gesamte Outer Barrel oder der Laufmantel ist bei E&L aus Stahl gefertigt und es ist auch der einzige Hersteller, der letztendlich ein Outer wirklich aus Stahl fertigt. So, habe ich in den Reviews immer ein bisschen positiv dargestellt. Natürlich ist Stahl, ist geil, ist solide, ist haltbar, fängt nicht irgendwie zum Schwingen an. Aber Leute, das Ding, ja, wenn ihr das Ding mal wirklich 2 Tage im Einsatz habt,
ist doch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ja, ich bin Lappen. Wie gesagt, ich fand einfach auf Dauer, wenn man das Ding ein bisschen betreibt und verwendet, der Auto da vorne drin, der packt da locker noch mal 800 bis so ein Kilo, packt das Ding Gewicht einmal drauf. Und dadurch war das Ding auch relativ frontlastig. Konnte ich mich jetzt leider nicht mehr damit anfreunden und dementsprechend habe ich jetzt letztendlich den Stahlauto von E&L rausgepfeffert und habe einen relativ günstigen von 5 KU reingemacht aus Aluminium. Was hat denn der gekostet? Ich glaube 18 Euro oder sowas. Und dadurch aber auch sehr viel Gewicht gespart und selbst mit dem Dummy Light und auch mit dem relativ schweren UH1-Klon hier oben drauf ist das ganze Modell relativ leicht, muss ich sagen. Ich könnte es später mal nachwiegen, dann sage ich es euch direkt und dann blende ich euch unten einfach mal rein, wie viel das ganze Teil jetzt einmal genau so wiegt, wie es jetzt hier ist. Also mit Magazin, mit Optik oben drauf. Denn wie gesagt, wirkt relativ leicht. Ich schätze mal so um die, keine Ahnung, vielleicht 3 Kilo, 3,2 Kilo maximal mit Optik. Und wie gesagt, der Outer hat es hier doch ein bisschen rausgerissen, muss ich sagen. Also hier halten wir mal fest, würde ich vielleicht, wenn ich jetzt noch mal ein neues Review machen würde zu E&L AR15 Modellen, würde ich den Punkt Outer aus Stahl vielleicht heutzutage sogar als etwas kritisch betrachten, da es eventuell einfach unnötig viel Gewicht auf die Knifte draufpackt. Da wenn der einfach eine andere Knifte hernimmt von E und C, zum Beispiel, da ist der Outer zwar aus Aluminium, aber relativ dickwandig und der schwingt euch auch nicht und wackelt da auch nicht drin rum. Muss man also nicht unbedingt Stahl verwenden. Mündungsbremse vorne ist oder müsste noch von ICS einmal sein. Keine Ahnung, die war noch einmal in der Kiste drin. Keine Ahnung, passt relativ gut dazu. Wie gesagt, müsste eine von ICS noch sein. Von der Hock, CXP Hock, glaube ich, müsste die sein. Kann man eh dran packen, was man will. Aber wie gesagt, das war die einzige, die ich jetzt noch da hatte, die einigermaßen stimmig zu diesem System einmal passt. Der Outer ist natürlich exakt von der Länge gleich geblieben, bedeutet hier 10,5 Zoll, nichts geändert und auch die Lauflänge im Inneren ist weiterhin 290 mm. Bedeutet aber auch, der Inner geht nicht komplett bis Anschlag durch, bis zur Mündungsbremse, sondern hört circa 5 cm vor Auslass, hört der Inner bereits auf. Also hier nicht die Lauflänge irgendwie verändert. So, was ebenfalls noch schön ist bei dem Geissli-Vorderschaft natürlich, ihr habt die QD-Aufnahme direkt im Vorderschaft dran, links wie auch rechts. Und hier könnt ihr sogar die Original-QD-Mounts von E&L weiterverwenden. Also die halten problemlos da dran. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Normalerweise verwende ich diese QD-Mounts immer relativ ungern, denn da macht auch jeder Hersteller da von den Maßen, wie er gerade Lust und Laune hat. Also es ist nicht immer zu 100% gewährleistet, wenn ihr da jetzt irgendwo eine QD-Aufnahme habt und ihr kauft euch so einen Sling-Swivel, dass der da auch reinpasst und sauber drin hält. Der eine Hersteller macht das Loch ein bisschen größer, der andere macht es ein kleines bisschen kleiner. Also das ist auch immer ein kleines bisschen mit Glücksspiel verbunden. Finde ich ein bisschen schade. Gehört genormt, meiner Meinung nach. Einfach aus dem Scharfwaffenbereich nehmen. Und wie gesagt, im Airsoft-Bereich leider immer wieder unterschiedliche Maße von dieser QD-Montagevorrichtung. Gut, Griff unten ist was ist das eigentlich? Ein stinknormaler G&G, glaube ich. Ganz normaler G&G M-Lock-Griff letztendlich. Fürs M-Lock-System auch relativ günstig. Ich glaube 12, 13 Euro, was das Ding kostet. Und ist auch nicht ganz so lang wie manch andere, denn klar, ich meine, ich greife das Ding so und lege hier letztendlich oder nutze diesen Griff letztendlich nur als Handstop. Bedeutet, ich greife hier einfach so rein und drücke entsprechend hier so die Knifte zurück. Wie gesagt, dementsprechend einen relativ kompakten Griff einmal verwendet, denn so nutze ich das Ding eh nicht. So, der nächste Punkt ist dann am Receiver hinten, habt ihr es vielleicht gerade schon gesehen, auch der Spannhebel ist ein anderer, den habe ich einfach farblich angepasst. Den habe ich per Zufall gefunden bei PoAir, glaube ich, war das. Waren im Angebot, gesamter Spannhebel aus Aluminium, CNC gefertigt, mit Erweiterung hier zum Dranschrauben für auch um die 15 Euro oder sowas für AEGs. Und dann dachte ich mir, komm, ist nichts kaputt, bestellst dir mal einen mit und der hat wunderbar oder der passt hier wunderbar in diese E&L ran. Einen kleinen Punkt allerdings, er hat, warte mal, wie zeige ich euch das jetzt am besten? Ihr kennt vielleicht diese Spannhebel, haben ja normalerweise auf einer Seite irgendwie einen Haken, der am Receiver oben arretiert. Das hat dieser Spannhebel aber nicht. Dafür hat er im inneren Bereich so eine Blattfeder, die gegen die Wandung innen drin dagegen drückt.
Dazu muss man ihn aber auch schnalzen lassen, damit er wieder arretiert. Bedeutet zum Beispiel hier hinterziehen und dann schnalzen lassen. Denn wenn man den langsam kommen lässt, dann bleibt das Ganze hier ein kleines bisschen an dieser Klemmfeder innen drin ein bisschen hängen, minimalst. So, und dann, wie gesagt, das sind diese Erweiterungen hier hinten. Seht ihr jetzt, habe ich vom Schützen aus auf der rechten Seite montiert. Da sind 2 Stück enthalten. Also ihr könntet hier auf der Seite auch nochmal diese Erweiterung dran schrauben. Finde ich aber immer relativ unangenehm, wenn der Spannhebel hier so weit rauskommt. Denn wenn man die Knifte einfach nah am Plattenträger trägt und dann rennt, das habe ich euch bei ICS schon mal gesagt, dann bleibt immer relativ gern bleibt dann der Spannhebel mal irgendwie an der Pouch hängen oder an dem Magazin hängen. Man muss also immer die Knifte ein bisschen weiter wegziehen vom Körper. Dementsprechend eben nur vom Schützen aus auf der rechten Seite diese Erweiterung dran montiert. So, der Griff. Das ist ein Element-Griff. Den gibt es in TAN oder in FDE und in Schwarz. Da habe ich mir 2 Stück bestellt, einmal in Schwarz und einmal in FDE, damit ich die Farben von diesen Einsätzen oder von dem Beagle Tail einfach wechseln kann und tauschen kann. Und dementsprechend ist es jetzt letztendlich ein Bicolor-Griff. Passt einfach sehr, sehr geil zur Knifte, hat mich aber ein kleines bisschen Nerven gekostet. Erstens mal die Kunststoffqualität von dem Griff war jetzt nicht sonderlich gut, muss ich ehrlich sagen. Und auch Platz für die Kabel war ein bisschen grausam. Musste ich also ein kleines bisschen dremeln, damit die Kabel ordentlich Platz hatten und damit der Motor da einwandfrei einmal drin federn kann. Schauen wir uns aber später in der Nahaufnahme einmal im Detail an. So, und abschließend bei den Externals, gut, den Schaft hinten, den müsst ihr da kennen. Sehr beliebter Schaft, auch ich habe mehrere davon. Das ist der Kublai, dieser Minimalist-Schaft aus Polyamid-Kunststoff und dementsprechend natürlich nur der Akku in der Buffer-Tube einmal möglich. Daher hier aber ein Warhead drin ist und ich hier hinten 1500 mAh, 11,1 Volt reinbekomme, locker ausreichend. Wie gesagt, ein Minimalist-Schaft von Kublai und bekommt er schon für 12, 13 Euro. Ich mag den Schaft, er ist geil, er fühlt sich super an, die Qualität passt und auch der Sitz auf der Buffer-Tube von E&L ist in Ordnung. Also jetzt nicht irgendwie übertrieben viel Luft oder viel Spiel drin. Also das ist, wie gesagt, das ist problemlos hier einmal kompatibel untereinander. Gut, Leute, Internals schauen wir uns später wieder im Detail an. Natürlich Gears 13.1 Warhead-Motor, dann habt ihr es gerade schon gesehen vielleicht. Einmal die Neptune ist drin von Begadi, CNC-Hop-Up-Kammer, 7 mm Hop-Up-System ist drin und das Ganze kombiniert mit einem Da Vinci 7 mm Lauf oder halt Da Vinci 70? Da Vinci 70 müsste es sein, also mit einem großen Fenster letztendlich, da eben 7 mm Bucking auch drin und Patchfläche. Okay, Leute, so, ich hatte vor diesem Technik-Guide damals, das war im Herbst 2022, hatte ich nach Zusammenbau immer wieder ein paar kleinere Feeding-Probleme, jedes Mal, wenn das Magazin fast leer war. Und das war aber auch je nach Magazin immer ein kleines bisschen unterschiedlich. Also manche Magazine haben super funktioniert, bei anderen Magazinen, eben gerade mit 0,2er 30 Gramm BBs, kam es dann immer vor, Magazin vielleicht noch, keine Ahnung, vielleicht noch 20 Kugeln drin. Und dann haut er mal irgendwie 5, 6 Schuss raus und von diesen 5 bis 6 Schuss hat dann nur jeder dritte oder jeder vierte einmal gefeedet, bis das Magazin dann komplett leer war. Also jetzt könnte man darauf schimpfen, entweder war das Magazin einfach von der Feder zu schwach oder aber ich habe jetzt auch nochmal die Nozzle getauscht. Bedeutet, ich hatte vorher eine 21,25 mm drin mit einer Begadi Taper Plate, jetzt im Nachhinein das Ganze aber nochmal aktualisiert auf eine SHS Taper Plate und eine 21,15 mm Nozzle. Also ein Zehntel kürzer. Schauen wir uns dann einmal im Detail bei den Internals an. Gut, Leute, dann geht's weiter mit den Internals. Die meisten von euch oder einige von euch, welche den Technik Guide 2022 gesehen haben, werden hier feststellen, dass doch sehr viel identisch ist. Denn letztendlich habe ich diesen Technik Guide mit der E&L einmal aufgenommen oder gefilmt. Es hat sich jetzt nur im Projekt noch minimal ein kleines bisschen was geändert. Das spreche ich euch aber natürlich wieder im Detail an. Beginnen wir hier jetzt zunächst einmal bei der Gearbox Shell und ihr seht, es ist eine ganz normale, stinknormale E&L Gearbox und es ist immer noch die Original Gearbox Shell. Ich habe in dem Modell schon sehr viele Federn probiert, Teile probiert und es hat einfach immer problemlos gehalten. Also bis jetzt die Gearbox keinerlei Verschleißerscheinungen, es sind jetzt circa, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Schuss ungefähr durch. Hat zwar kleinere äußere Erscheinungen, Gebrauchsspuren, aber rein vom Material her
Wie gesagt, nicht irgendwie kleine Risse drin oder irgendwas, sieht man absolut nichts. Und dementsprechend, warum sollte ich die Gearbox tauschen? Es gäbe natürlich mittlerweile eine von RetroArm speziell für E&L, aber das Ding kostet euch halt dann auch wieder 140, 150 Euro. Und solange die Original-Gearbox hält, sehe ich das als etwas herausgeschmissenes Geld an letztendlich. Dementsprechend Original Gearbox bleibt drin und die macht auch problemlos 1,8 bis 1,9 Joule mit, wenn man den korrekten oder den guten Zylinderhead einmal verwendet. Kleine Besonderheit natürlich bei E&L, seht ihr auch wie bei Ares und bei Arcturus auch, dass wir hier keine Standard V2 Gearbox haben, sondern ja eben wie bei Ares oder wie bei Arcturus zum Beispiel, denn der Zylinder oder die Rundung vom Zylinder kommt hier hinten einmal ein bisschen weiter raus. Und dann habt ihr hier hinten eben so einen kleinen Versatz drin. Bei einer Standard V2 würde die Gearbox-Shell hier gerade runtergehen und dann direkt in diesen Winkel hier übergehen. Das ist hier bei E&L eben nicht der Fall. Entsprechend könnte aber E&L Gearbox oder auch die RetroArms für E&L könnte gegebenenfalls auch bei Ares-Modellen und eventuell auch bei Arcturus einmal reinpassen. Nur aufpassen mit diesem beidseitigen Feuerwahlhebelsystem. Ja, auch E&L hat natürlich hier diese Senkungen und diese kleine Fräsung drin für das Zahnradsystem. Aber gerade dieses Zahnradsystem weicht leider je Hersteller immer ein kleines bisschen ab. Da ich leider jetzt die Arcturus-Modelle nicht mehr da habe, kann ich euch nicht genau sagen, ob das irgendwie miteinander kompatibel ist oder ob ihr eventuell sogar die Zahnräder von E&L verwenden könnt. Wie gesagt, weiß ich nicht, rein von der Passform müsste aber die E&L auch problemlos bei Ares passen. Theoretisch, keine Garantie. So, Gearbox, wie gesagt, Standard und auch die Lagerung ist letztendlich nichts Besonderes, ganz normal Standardkombination jetzt oder neue Standardkombination, einmal Stahllaufbuchsen Sektor komplett, also oben, unten, am Spurgear dann im unteren Bereich eine Stahllaufbuchse, im oberen Bereich Kugellager und letztendlich am Bevel genau andersrum, bedeutet im unteren Bereich Kugellager und im oberen Bereich, wo quasi es Gear dagegen drückt, hier eine Stahllaufbuchse drin. Also eine schöne moderne Mischkombination, die auch problemlos eben 2 Joule mitmacht. Was ihr jetzt im inneren Bereich vielleicht sehen könnt, hier ist noch ein kleines bisschen Papier drin, denn ich habe dieses Begadi Core bzw. die EFCS-Platine habe ich hier ein klein wenig unterlegt. Eben mit 2 Lagen ganz normalen Papier, also ca. 0,2 mm etwas höher gelegt, denn die Stahllaufbuchsen bei E&L sind nicht vollständig versenkt. Bedeutet, ihr habt hier einen ganz, ganz kleinen Versatz drin. Eben hier und ebenfalls hier am Spurgear. Liegen also nicht vollständig plan auf. Und damit es hier eben keine Probleme später irgendwie gibt mit diesem kleinen Mikrotaster hier, damit uns der nicht irgendwie kaputt geht oder verschleißt, die ganze Platine einfach mit 2 Lagen Papier etwas unterlegt, damit sie minimal höher kommt. Hier quasi, ich kann es euch mal zeigen für Einsteiger. Wenn das Ganze so drin liegt, quasi ein bisschen höher, damit eben hier dieser Mikrotaster nicht auf dem oder auf der Stahllaufbuchse einmal aufliegt und entsprechend vom Steuernocken, vom Sektorgear ordentlich angesteuert werden kann. Ein kleiner Tipp noch bei den E&L-Kniften, habe ich euch damals auch in den Reviews angesprochen. E&L verwendet zum Schmieren, ja, so ein, keine Ahnung, Maschinenöl oder was auch immer, also so ein richtiges, dunkles, ekelhaftes Schmiermittel letztendlich, also so eine Mischung aus Öl und Fett irgendwie. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Ding mal aufmacht für eine Wartung oder wenn irgendwelche Teile verschlissen sind, seid am besten so gut, baut alles komplett raus und spült die beiden Gearbox-Hälften einmal mit Bremsenreiniger durch. Denn das Zeug, das haftet euch überall dran und dann habt ihr eine richtig verschmanzte Gearbox. Ich habe jetzt auch im Vorfeld, wo ich gerade die Komponenten rausgebaut habe, ich habe auch alle Komponenten nochmal neu sauber gemacht und gereinigt, denn die waren eben alle mit so einem schwarzen Schmierfilm komplett überzogen. Sah also richtig ekelhaft irgendwie aus. Dementsprechend jetzt eben nochmal komplett gereinigt, nochmal sauber gemacht und nochmal neu geschmiert. Also wie gesagt, wenn die Gearbox sauber bleiben soll und ihr nachschmiert, Bremsenreiniger, alles mal komplett, das ganze E&L-Zeug rausputzen und dann eben nochmal von Grund auf neu schmieren bzw. neu fetten. Und da habt ihr eben nicht diese dunkle Süffe da in eurer Gearbox drin. Bei den Gears hat sich natürlich nichts geändert, auch schon länger drin. Einmal dieses Silverline Gearset von Begadi, 13:1 mit einem 12-Zahn Shortstroke. Bedeutet Sektorgear mit gerade einmal 12 Zähnen oben drauf.
ist auch ausreichend vom Volumen her, denn die Mur hat letztendlich gerade mal eine Lauflänge von 290 mm und wir liegen hier immer noch bei einem Verhältnis von 2,3:1. Also auch für 0,32, 0,36 Gramm BBs langt euch das mit diesem Shortstroke noch problemlos aus, aufgrund der Lauflänge. Also hier einmal das Silverline Gearset und das hat jetzt mit dem Warhead-Motor knapp 8.000, 9.000 Schuss durch und hält noch problemlos. Nur am Bevel unten sieht man am untersten Zahnkranz, gut, Verschleiß weiß ich jetzt, Verschleiß vielleicht nicht unbedingt, aber man sieht hier halt schon, dass da doch ein bisschen Last natürlich drauf kommt. Ich meine, klar, so ein Warhead-Motor, so ein Brushless, der hat ordentlich Bums drauf. Das geht natürlich auch auf die Gears. Also hier, wie gesagt, diese Zahnreihe hier unten sieht man eben minimal so kleine Druckstellen, wo das Material eben anfängt langsam nachzugeben. Bedeutet, es könnte sein, dass vielleicht nach 30, 40, 50.000 Schuss, dass das Gear dann entsprechend einmal durch ist. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es wirklich nur einmal am Warhead-Motor liegt, da das Ding einfach so viel Power hat. Mit einem normalen Bürstenmotor wäre das vermutlich noch nicht der Fall. Ansonsten, die anderen Gears sind noch wirklich super. Auch alle Gears mal kontrolliert. Hier die ganzen Zähne am Sektor-Gear noch vom Spur-Gear noch vollkommen in Ordnung. Und auch die ganzen Zähne einmal am Sektor sind letztendlich wie neu. Also da wirklich absolut nichts zu kritisieren. Die halten wirklich super Stand. Nur eben hier unten am Bevel fängt es langsam an, ein kleines bisschen Abrieb bzw. ein kleines bisschen Druckaufbau zu geben. Pisten- und Zylinderset ist dann auch wieder diese Standard-Bugatti-Konfiguration. Die Komponenten sind einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut. Habe ich auch schon länger drin, bis auf den Pisten. Der Pisten hat jetzt gerade, wenn es hochkommt, vielleicht 500 Schuss gesehen. Also der ist jetzt relativ frisch einmal reingekommen. Zylinder, Zylinderhead und Nozzle, wie auch der Pistenhead, sind jetzt eben auch schon seit, keine Ahnung, 8, 9, 10.000 Schuss ungefähr einmal drin verbaut und sehen auch noch wunderbar und wie neu aus. Auch der Schmierfilm, ich habe hier letztendlich das letzte Mal nur Öl verwendet zum Schmieren, also von ProTech dieses Silikonöl. Und auch hier ist der Schmierfilm nicht abgerissen. Bedeutet auch hier von der Kompression immer noch zu 100% und immer noch wunderbar und sauber einmal geschmiert innen drin. Da müsst ihr halt immer ein bisschen aufpassen. Das kann schon passieren, wenn ihr wirklich nur Öl verwendet zum Schmieren. Da läuft zwar immer alles ein bisschen leichtgängiger und flutscht ein bisschen schöner, aber wenn der Schmierfilm einfach zu dünn wird, dann kann der auch einmal abreißen. Da ist dann in so einem Fall ist meistens Fett ein bisschen besser geeignet. Kommt immer darauf an, wenn ihr eure Knifte im Jahr bloß einmal aufmacht oder alle 1,5 Jahre, dann würde ich vielleicht zur Sicherheit immer Fett verwenden, also Silikonfett. Natürlich nichts irgendwie mega klebriges, zähes, sondern halt ein relativ stinknormales Silikonfett von, keine Ahnung, auch ProTech oder sowas. Ist ja wurscht, was ihr da nehmt. Und wie gesagt, nur wenn ihr halt mal öfters aufmacht, sage ich mal alle 30.000 oder sowas oder alle 20.000 Schuss, dann könnt ihr auch einfach Öl verwenden, denn das flutscht einfach, ja, es flutscht einfach ein bisschen schöner, wie wenn man Fett verwendet. Wie gesagt, hier noch tipptopp, alles in Ordnung. Auch hier vom Zylinderhead hervorragend. Das müsste aber auch eine neuere Version sein, glaube ich, denn, wartet mal, oh, das Pad hat eine andere Farbe. Guckt mal. Wenn ihr euch da mal die älteren Videos anschaut, da hat das Pad oder war dieses, dieses weiche Sorbo-Pad, das war normalerweise eher so ein Grünton wie der Pisten. Also eventuell auch hier eine etwas überarbeitete bzw. eine neue Version bekommen von Bugatti. Keine Ahnung, habe ich jetzt aber auch schon bestimmt 3, 4 Monate rumliegen, das Ding. Und wie gesagt, kann schon sein, dass der ein bisschen überarbeitet wurde oder neu ist, aber sitzt auch hier hervorragend und richtig schön press in diesem Edelstahlzylinder einmal drin. Auch die Passgenauigkeit zur E&L-Shell ist hervorragend. Bedeutet, der gesamte Zylinderhead wird richtig schön reingepresst über den vorderen O-Ring. Und dadurch habt ihr natürlich etwas weniger Bewegung in dem Zylinderhead drin. Denn natürlich, wenn ihr hier so ein Sorbo hier vorne drin auch noch habt oder so einen Puffer-O-Ring, dann kann natürlich der gesamte Zylinderhead immer im System minimal sich ein bisschen bewegen. So ein Millimeterchen oder sowas, wenn der Aufprall kommt. Und dadurch sieht man meistens nach ein paar tausend Schuss, dass hier die Eloxalschicht so ein kleines bisschen wie abgeschliffen aussieht. Aber wie gesagt, das ist normal und es ist auch je nach Gearbox ein bisschen unterschiedlich. Hier in der E&L gar nichts, denn das Ding sitzt, wie gesagt, unheimlich press einmal drin. Zeige ich euch dann gleich einmal im Anschluss.
Beim Zylinder habe ich einen Typ E drin, aber nicht, weil ich ihn unbedingt wollte, sondern weil es der einzige war, den ich noch da hatte. Und es ist aber auch mit dem Short-Stroke Gearset wurscht, denn der Piston wird der Pistonhead wird nur bis hier einmal aufgespannt. Bedeutet, ob der Zylinder jetzt da hinten ein Loch drin hat oder nicht, das ist Latte wie Hose letztendlich, also wurscht auf gut Deutsch. Kann man natürlich auch einen Typ F nehmen, komplett geschlossen. Man hätte rein theoretisch sogar einen Typ C verwenden können. Dann verliert man aber ein ganz, ganz kleines bisschen Volumen vorne drin. Wie gesagt, jetzt hier einfach ein Typ E reingeballert mit dem 12-Zahn Sector Gear 2,3:1 oder sowas vom Volumen locker ausreichend. So, und von der Nozzle ist auch eine Standard-Nozzle, auch wieder Begadi mit 2 O-Ringen und hier aber mit einer Nozzle-Länge von 21,15 mm. Also nicht Standard 21,25, sondern 0,1, ein kleines bisschen kürzer. Und die habe ich eben nochmal gewechselt. Ich hatte vorher eine 21,25 drin. Dann habe ich aber auf der Neptune Hop-Up-Kammer eine Schimmscheibe mehr benötigt. Bedeutet, ich bin jetzt hier auf eine 21,15er gegangen und habe jetzt einfach mal da hinten anstatt 3 Shims nur noch 2 Shims einmal aufgebracht. Die kleben hier einmal innen drin fest. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese Neptune kann man ja zur Nozzle quasi einstellen. Und da bin ich jetzt einfach mal auf 2 Shims gegangen, also eine Shim runter gemacht. Das müsste rein theoretisch mit der 21,15er vom Feeding her ein bisschen schöner sein. Muss ich mir aber angucken, sollte es Feeding-Probleme geben, werde ich einfach eine weitere Shimscheibe wieder aufbringen. Also dementsprechend wieder 3 Shims. Und wie gesagt, die Nozzle, die sitzt hier auch hervorragend auf diesem Zylinderhead drauf, läuft ein bisschen straffer, wie man es eigentlich gewohnt ist von anderen Nozzeln, aber dafür wackelt das Ding halt absolut null. Bedeutet auch, wenn dann später der Kugelstrang vom Midcap-Magazin hier unten gegen die Nozzle dagegen drückt, dann kann die Nozzle eben nicht nach oben irgendwie weg und dann in der Hop-Up-Kammer quasi schleifen oder sowas. Dementsprechend immer schön, wenn eine Nozzle einfach perfekt zum Zylinderhead passt und das ist jetzt hier eben der Fall. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr zum Beispiel eine VFC habt. VFC verwendet zum Beispiel bei der Tappet Blade unten eine relativ schwache Feder. Die müsst ihr dann tauschen, da braucht ihr eine etwas straffere. Oder ihr biegt einfach nochmal eine Windung oder 2 Windungen nochmal um von der Feder, damit ihr einfach auf die Tappet Blade und dementsprechend auch auf die Nozzle ein bisschen mehr Power drauf bekommt von der Feder. Über die Tappet Blade, wie gesagt. Ein kleines bisschen zu beachten, sollte eigentlich bekannt sein. So, und auch der Pistonhead, wie gesagt, ganz normaler Begadi Pistonhead, hat sich bewährt. 2 Ohrringe drauf, läuft schön leichtgängig, flutscht sauber. Nur das war ein relativ alter, der ist auch schon, keine Ahnung, ein Jahr alt oder sowas. Und hier habe ich jetzt mal diesen Ring oder diesen X-Ring habe ich jetzt mal getauscht. Bedeutet, hier ist nicht mehr der Standard X-Ring drauf, der vorher drauf war, sondern hier ist jetzt eben diese Pro-Version drauf oder dieser weichere. Und das merkt man auch, wenn ihr euch den mal gönnt oder mal kaufen solltet und diese mal vergleicht. Der ist einfach von der Gummihärte ein bisschen weicher und dadurch dichtet der halt wirklich bei der kleinsten Kompression. Seht ihr, ich schieb den nicht mal irgendwie mit Schmackes rein, sondern ganz leicht und schon dichtet das Ding hervorragend ab. Also wenn ihr da mal bei irgendeinem Pistonhead Probleme haben solltet, dann könnt ihr eben auch auf diesen etwas weicheren X-Ring oder Quad-Ring hier einmal zurückgreifen. Und der passt auch problemlos für andere Pistonheads. Also wie gesagt, wenn der kostet 2 Euro, was kostet das Ding? 2,50 Euro oder sowas. Wenn der mal was bestellt, nehmt mal einen mit, testet mal. Ich finde das Ding echt bis jetzt richtig, richtig geil. So, okay, jetzt dann ganz kurz Thema Passung in der Gearbox. Wie gesagt, der Zylinderhead hier von Begadi mit diesem sehr harten O-Ring da vorne, der wird hier richtig schön einmal reingepresst. Bedeutet, ihr müsst den mit ein bisschen Schmackes einmal vorne reinpressen. Und dadurch sitzt er aber auch hervorragend schön sauber in der Gearbox drin. Und er hat eben auch im System dann kein Spiel mehr. Bedeutet, wenn dann von hinten einmal die Power einmal kommt, ja, den drückt es dann einmal sauber vor an die Wandung und dann bleibt er einfach so sitzen. Bedeutet, er läuft euch nicht oder er kann in der Gearbox nicht hier irgendwie einen Millimeter vor oder zurück einmal gehen. Also der passt hier bei dieser E und L, passt das Ding wirklich sehr, sehr gut einmal rein. So, und jetzt der letzte Punkt, das hat sich geändert und zwar, ich bin von der Tappet Blade, gehe ich jetzt mal auf eine SHS.
denn das ist letztendlich die einzige Tabletplate in V2, die ich noch da habe. Ansonsten habe ich leider nur noch V3, denn auch hier hatte ich, wie gesagt, vorher diese Begadi Tabletplate drin, so eine grüne. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob von der die Feeding-Probleme gekommen sind oder eventuell von der Nozzle-Länge oder von den Shims von der Neptune. Weiß ich nicht. Ich möchte hier einfach auf Nummer sicher gehen, alle Fehlerquellen eventuell mal ausschließen. Dementsprechend jetzt hier einfach mal eine V2 von SHS einmal rein. Wird schon gut gehen. Ist zwar kein Polyamid-Kunststoff, ist letztendlich ABS, ein kleines bisschen weicher vom Material her, aber die sollte erstmal langen. Hätte ich jetzt noch eine FPS oder so da, hätte ich natürlich diese verwendet. Habe ich aber leider keine mehr. Also dementsprechend einmal SHS Tabletplate, ganz normal V2. Einmal rein damit und diese passt auch hervorragend in die Gearbox und passt auch hervorragend zu diesen Silverline Gears mit diesem etwas größeren Nocken hier letztendlich drauf. Habe ich vorhin schon mal durchgedreht, das ganze System. Bedeutet, die Tabletplate fährt hier wunderbar, schön bündig einmal vorne in die Kante rein. Steht uns also hier nicht irgendwie an der Achse an. Und auch wenn man das System dann einmal durchfährt, wird sie vollständig bis Anschlag wirklich einmal aufgezogen. Stopp, die Feder ist im Weg. Moment. So, also hier liegt dann richtig schön hier am Zylinder bzw. am Zylinderhead einmal sauber an. Also das ist miteinander problemlos kompatibel und werde ich definitiv so verwenden. Okay, auch der Piston, dieser grüne, der läuft bis jetzt sauber, schön leichtgängig und flutscht letztendlich genauso wie ein Retro-Arms-Piston. Also da sehe ich jetzt keine großen Unterschiede, ob man jetzt so einen hier nimmt oder ein Retro-Arms. Das ist relativ wurscht. Gut, Leute, dann Thema Hop-Up können wir vielleicht noch, bevor ich die Gearbox zusammenbaue, noch kurz ansprechen. Ihr habt es vielleicht gerade schon einmal gesehen. Ich verwende hier bei dieser Neptune wieder dieses Expert-Kit. Bedeutet, hier ist ein bisschen so ein strafferer Ohrring, so ein kleines bisschen größerer Ohrring dabei, damit das Rädchen mehr Widerstand hat. Also ihr seht im Vergleich zum Original-Ohrring ein bisschen straffer das Ganze zum Einstellen. Und auch ist bei diesem Expert-Kit sind eben diese Adapter hier in unterschiedlichen Größen enthalten. Das habt ihr vielleicht in dem Patreon-Video schon mal mitbekommen. Und da habe ich jetzt eben die passende Version genommen, speziell für diese E&L-Gearbox. Denn standardmäßig hat ja dieser Adapter nur ein Ohrring einmal hinten drauf. Und ja, das funktioniert auch. Wenn das aber wirklich zu 100% perfekt haben wollt, von der Ausrichtung, vom Alignment her, dann ist dieses Expert-Kit wirklich Gold wert. Es kostet relativ wenig Geld und ihr könnt dann eben den passenden Durchmesser wählen von diesem Adapter für eure Gearbox-Shell. Bedeutet, ihr seht, der passt da einfach hervorragend vom Durchmesser zu dieser E&L-Gearbox. Und gleichzeitig, wenn ihr dann die Gearbox-Hälften miteinander verschraubt, dann wird auch dieser Ring hier vorne einmal eingepresst. Der fällt euch also nicht irgendwie raus, wenn ihr jetzt das System auseinanderzieht oder sowas. Also hier ebenfalls eine schöne Option für alle, die es einfach zu 100% perfekt haben möchten. Ebenso dieses Expert-Kit für diese grüne Begadi Neptune Hop-Up-Kammer letztendlich. Das könnt ihr jetzt hier eben nochmal schön sehen, finde ich ein gewisser Vorteil mit diesem Adapter. Der sitzt jetzt hier richtig schön sauber in der Gearbox vorne drin. Bedeutet, bevor ihr die vorderen Schrauben zusammen oder festzieht, klemmt ihr einfach diesen Adapter hier rein und schaut mal, wie perfekt hier die Nozzle einmal ausgerichtet ist. Also richtig schön zentriert letztendlich in diesem Adapter. Das Alignment ist perfekt und entsprechend wird aber auch die Hop-Up-Kammer dann hier wiederum perfekt ausgerichtet. Und es spielt einfach keine so große Rolle, wie stark jetzt das Magazin da unten einmal drauf drückt. Und dementsprechend kann man auch gewisse Herstellertoleranzen dadurch beseitigen oder ein bisschen ignorieren. Denn wie gesagt, so könnt ihr immer sicherstellen, dass auch wenn das Magazin eben nicht zu der Knifte 100% passt und vielleicht ein bisschen stark gegen die Hop-Up-Kammer dagegen drückt, dass das trotzdem vom Alignment von der Nozzle perfekt zusammenpasst. Bei anderen Standard-Hop-Up-Kammern ist es eben häufig der Fall, dass ihr eben hier bei dem Übergang relativ viel Spiel habt, so 0,2, 0,3 mm. Und wenn ihr dann ein Magazin verwendet, was einfach nicht sauber zur Waffe passt, dann drückt ihr die gesamte Hop-Up-Kammer minimalst nach oben und dann passt natürlich das Alignment von der Nozzle nicht mehr zu 100%. Das Phänomen kennt ihr dann zum Beispiel,
wenn ihr je nach Magazinfüllung, dass ihr unterschiedlich Energie rauskommt oder teilweise, dass die BBs bloß rausrollen und dann bloß einen Meter fliegen oder sowas. Das kann eben ein Punkt sein, wenn das Alignment von der Nozzle und von der Hop-Up-Kammer einfach nicht perfekt zusammenpasst. Und das kann man eben mit diesem Expert-Kit für diese Neptune perfekt einmal angleichen oder ausrichten, entsprechend nach Modell. Von der Feder muss ich natürlich bin ich relativ hochgegangen. Wir haben natürlich hier aufgrund des Short Strokes letztendlich sehr viel Verlust vom Hub her von der Feder und dementsprechend auch hier wieder 12 Zahn Short Stroke. Um jetzt wieder auf die Originalenergie hochzukommen, nehme ich jetzt hier wieder eine M140. Damit müssten wir ungefähr bei 1,6 Joule landen oder 1,7 vielleicht sogar. Müssen wir dann einmal später uns anschauen. Aber wie gesagt, natürlich aufgrund des Short Strokes, ihr verliert unheimlich viel Energie. Wenn ihr da die Standardfeder drin lasst, eine 120er zum Beispiel, liegt er halt bloß noch irgendwo bei vielleicht 1,2 Joule oder sowas. Dementsprechend halt, wenn ein Short Stroke verbaut wird, auch immer eben das Ganze mit einer stärkeren Feder wieder ausgleichen. Wenn ihr wollt natürlich. Thema Motor habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen, ist ein ganz normaler Warhead Base drin, 27K, also meiner Meinung nach der beste Motor für einen Semi-Only-Bereich, auch wenn man eben auf ein 13.1er Gearset geht, ob man auf einen Short Stroke geht. Wie gesagt, 720K Base eignet sich einfach für alle Kniften meiner Meinung nach am besten. Hohe Kadenz brauchen wir eh nicht. Wer halt Österreich, Schweiz wohnt, der könnte eventuell ein bisschen mehr Drehzahl vertragen. Wir brauchen es aber nicht. So, der war auch schon etwas im Einsatz. Seht ihr auch das Pinion Gear, sieht man schon ganz leicht ein bisschen Druckstellen drin. Ist aber in Ordnung, hält noch problemlos. Und auch hier hinten seht ihr, dass es leider noch eine etwas ältere Generation ist, noch mit diesen kleinen Käbelchen dran. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr so einen habt, könnt ihr ganz schnell hier diese Kontakte vom Kabel einmal abbrechen. Also beim Anstecken später im Pistolengriff unheimlich aufpassen. Wenn ihr euch aber jetzt erst einen Warhead bestellt in Dänemark, dann bekommt ihr schon die neuere Generation. Die hat dann letztendlich wie die erste Generation auch wieder ganz normale Steckkontakte auf der Platine. Aber die haben sie jetzt Gott sei Dank endlich mal ein bisschen dicker gemacht. Bedeutet, die Kontakte zum Stecken sind jetzt letztendlich bei der neuen Generation dann 0,6 mm stark und die brechen euch eben nicht von der Platine weg. Also hier hat leider ein kleines bisschen gedauert und das System hätten sie meiner Meinung nach ja gleich ignorieren können, hätten sie direkt gleich die etwas stärkeren Kontakte installieren können. Also hier jetzt endlich mal nach, keine Ahnung, 1,5, 2 Jahren die Platine oder das ESC oder ECS oder wie sie es auch immer nennen, nochmal verbessert. Wie gesagt, jetzt müsst ihr euch eben keine Gedanken mehr machen, dass euch diese Kontakte irgendwie von der Platine wegbrechen bei der aktuellen oder beziehungsweise neuen Generation. So, und jetzt kommen wir zum Pistolengriff und der hat mich wieder mega geärgert. Da habe ich mir so einen wunderschönen Pistolengriff eigentlich gekauft, aber habe ich mir 2 Stück gekauft. Und zwar ein Element ist letztendlich auch so ein Magpul-Klon und da könnt ihr letztendlich Bevel Tail oder die hintere Fläche und die vordere Fläche könnt ihr austauschen. Bedeutet, es sind unterschiedliche Einsätze bei diesem Pistolengriff einmal dabei. Das ist schön, da habe ich mir einen in Schwarz gekauft und einen in FDE gekauft, damit ich das von der Farbe ein bisschen kombinieren kann, denn ich finde, das sieht recht anständig und schick aus. Allerdings ist das ganze Ding von der Qualität nicht sonderlich gut, muss ich sagen. Bedeutet, ihr seht vielleicht kann man es im Video ein bisschen erkennen, da sind teilweise im Kunststoff so glatte oder glänzende Flächen irgendwie drin, die bekommt man auch nicht irgendwie weggeputzt. Auch hier seht ihr vielleicht, weiß ich nicht, je nachdem wie das Licht drauf fällt, hier seht ihr vielleicht so glatte Stellen. Also von der Kunststoff, von der Spritzqualität, vom Spritzguss her leider nicht ganz so gut. Und auch standardmäßig keine Möglichkeit oder keine Chance gehabt, das Ding irgendwie anständig zu installieren, damit der Motor da sauber einmal drin funktioniert und die Kabel Platz haben. Bedeutet, hier war einiges an Anpassung nötig. Ich zeige es euch mal ganz kurz, falls ihr auch Probleme mal haben solltet mit diesem Pistolengriff. Zunächst mal die eine Anpassung, auch wenn ihr jetzt ein Titan oder irgendein anderes EFCS euch reinzimmert, sind natürlich die Kabel im Vergleich zu alten Standardsystemen immer ein kleines bisschen dicker. So, und dafür habt ihr aber im inneren Bereich nicht genügend Platz. Bedeutet, ihr könnt die Kabel nach vorne verlegen, ihr könnt sie nach hinten verlegen, ihr könnt vorne und hinten verwenden, es ist wurscht. Ihr werdet den Motor niemals weit genug reinbekommen, damit eben das Pinion Gear sauber zum Bevel passt. Oder ging bei mir überhaupt nicht. Dementsprechend jetzt mit dem Dremel und mit dem Fräsaufsatz
hier hinten reingegangen und vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen, je nach Licht. Hier hinten reingegangen, eine schöne Fläche einmal rausgedremelt, damit hier ordentlich Platz fürs Kabel ist, circa 1 Millimeter ungefähr weggenommen vom Material und auch bei dieser Einschubfläche, die hier vorne reinkommt, ebenfalls hier nochmal Platz fürs Kabel geschaffen. Bedeutet hier auch mit dem Dremel diese Stege in der Mitte letztendlich einmal durchgedremelt mit dem Fräser, damit eben auch hier einmal sich sauber das Kabel reinlegen kann und dementsprechend nicht irgendwie vom Motor gequetscht oder geklemmt wird. Also hier gab es schon mal massive Probleme von der Kabelverlegen in diesem Pistolengriff. So, dann auch wieder beim Warhead, zum Glück vorher wieder kontrolliert. Auch hier vor unten der Sitz letztendlich von der Motorplatte oder von dem Abschlussstück unten dran hat leider auch nicht ganz zum Warhead gepasst. Bedeutet, auch hier musste ich dieses Kunststoffstück, was hier hochkommt, diese Strebe, auch hier habe ich ca. 1,5 mm einfach abgekattet. Da habe ich ein scharfes Skalpell genommen und einfach abgeschnitten. Denn auch dieses Stück war relativ hoch und dann hat der Warhead einfach da nicht sauber reingepasst. Der wurde also relativ weit nach oben gedrückt, Richtung Gearbox hin. Dementsprechend eben hier nochmal Material abgetragen. Dann das Ganze eben wieder sauber eingeschimmt, Pinion zu Bevel Gear. Und dann gab es aber das nächste Problem. Dann hat die Schraube hier unten zwar sauber gepasst, beziehungsweise die Motorhöhe hat dann super gepasst. Minimales Zahnspiel zwischen Pinion und Bevel. Aber die Schraube da unten stand ca. 2,5 mm weiter raus. Und das sieht halt mega dämlich aus und kann auch ein bisschen stören. Dementsprechend die Schraube wieder rausgemacht und im oberen Bereich einmal abgesägt, also quasi ca. 2 bis 2,5 mm einfach oben die Schraube, zack, weg, damit die hier unten einfach sauber plan ist. Dann das ganze Spiel wieder von vorne, nochmal sauber alles eingebaut, nochmal Zahnspiel kontrolliert, dann eben eingeklebt mit Schraubensicherung. So, und dann passt das Ganze letztendlich einmal zusammen. So, und jetzt müssen wir letztendlich dann nur aufpassen, eben wie vorhin schon angesprochen, wenn wir es alles einbauen, dass wir eben hier nicht irgendwie die Kontakte abbrechen. Ihr seht auch schon ein bisschen Verschleiß, da ist die Isolierung schon ein bisschen weg, macht den Bock nicht fett, ist wurscht. So, also rein das ganze Ding. Und abschließend lasst uns ebenfalls noch kurz über das Thema Hop-Up sprechen. Neptun habt ihr vorhin schon gesehen, klar, CNC-Hop-Up-Kammer drin. Vom Expert-Kit habe ich hier auch den O-Ring verbaut, damit eben das Einstellrädchen noch ein kleines bisschen mehr Widerstand bekommt. Könnt ihr sehen, schön Widerstand einmal drauf, lässt sich aber ultra fein justieren und geht meiner Meinung nach auch deutlich besser wie bei vielen anderen Hop-Up-Kammern. Man kann hier einfach auf 0,1 oder auf 0,2 mm genau perfekt sein Hop justieren. Ihr habt keinen Haken drauf, ihr habt kein Kratzen drauf. Das läuft einfach wunderbar einmal bei dieser Hop-Up-Kammer. Kleiner Punkt noch, der Feeding-Kanal hier unten oder diese Hülse zum Reinschrauben könnt ihr ja bei der Neptun in der Länge einstellen, je nach Magazin und je nach Modell, was ihr habt. Bei den Syma-Waffen musste ich hier immer ein kleines bisschen weiter rausgehen. So 0,3, 0,5 mm ein bisschen rausschrauben. Jetzt hier bei der E&L musste ich komplett bis Anschlag rein. Aber gut, ist ja in Ordnung. Dafür kann man ja letztendlich das Ding da unten einstellen. Finde ich also schon mal gut. Je nach Modell, je nach Magazin halt entsprechend justieren. Also hier komplett bis Anschlag rein, bis es nicht mehr weitergeht. Vom System selbst, es ist ein Fly 7 drin in 60, also ein 7 mm System. Und dementsprechend auch sehr viel Hop einmal drauf auf dem System. Ich finde aber gerade in letzter Zeit viel rumgeprobiert, viel rumgetestet. Und da ist dieses 7 mm von dem Fly, ist von der Streuung her noch ein bisschen konstanter wie das normale 5er. Also wenn man die Möglichkeit schon hat, auf ein 7 mm System zu gehen und man verwendet so oder so 0,3 oder 0,32 Gramm plus, dann eignet sich dieses Fly in 7 mm besser wie das Fly in 5 mm. Und hier wie gesagt mit 60 Shore, man muss aber halt natürlich auch dementsprechend etwas vorsichtiger beim Einstellen vorgehen, denn der Hop kommt dann sehr schlagartig und sehr aggressiv. Also nicht einfach beim 7 mm System jetzt hergehen und hier batsch so, mal hier rum, sondern nein, wirklich schaut, dass er wirklich sehr, sehr fein einmal vorgeht. Und dementsprechend ist es aber auch schön bei der Hop-Up-Kammer, dass man das Ganze eben auch so fein und sauber justieren kann. Wie gesagt, funktioniert wirklich klasse. C-Clip sitzt sauber drin und der Lauf ist letztendlich dann ein 7 mm Da Vinci Lauf, 603 Edelstahllauf. Ja, 7 mm ist okay.
Aber auch hier wieder der Punkt, ich hatte den jetzt eben noch da, ob man da jetzt einen DaVinci nimmt, die auch ein bisschen teurer sind, muss man sagen, oder ob man auf einen günstigen 7 mm geht von, ja, keine Ahnung, von PPS, glaube ich, sind es. Und Red Dragon gibt ja auch mittlerweile 7 mm, habe ich gesehen. Das spielt sehr wenig Rolle, muss ich sagen. Aber wie gesagt, solange der Lauf gerade ist und sauber innen drin ist und schön aufpoliert ist, könnt ihr auch einen 30-Euro-Lauf verwenden. Funktioniert letztendlich 1:1 genauso. Okay, und dann können wir uns eben noch vielleicht die Nozzle-Länge mal ganz kurz anschauen. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen rumgetestet, ob das System sauber läuft, und es funktioniert wirklich klasse. Und wir können uns jetzt hier eben mal anschauen, von der Nozzle-Länge, wie gesagt, 21,15 mit 2 Shim-Scheiben. Und damit komme ich mit der Nozzle richtig schön sauber ans Bucking hin. Bedeutet, wenn ihr hier mal seht, da ist noch ein Fitzelchen Luft oder ein Fitzelchen Widerstand, kommt hier einmal noch drauf. Wartet mal, so müsste ein bisschen schärfer sein. Also ihr seht, hier liege ich an, quasi Nozzle am Bucking, und dann kann ich noch ein bisschen einmal zurückdrücken. Also das müsste mit der 21,15 mm Nozzle und 2 Shim-Scheiben müsste das perfekt funktionieren. Wie gesagt, ich dachte vielleicht, dass ich wieder eine Shim aufbringen muss auf 3 Shims, aber wenn ich mir das so hier anschaue, das sollte eigentlich perfekt einmal passen. Das sehen wir jetzt dann gleich einmal im Chronotest. So Leute, jetzt wisst ihr, was alles drin ist, und jetzt lasst uns im Detail ein bisschen über das System noch sprechen. Zunächst mal der allerwichtigste Punkt, wo es immer wieder Missverständnisse gibt oder Falschinformationen verbreitet werden. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Kombination Bugatti Core EFCS-System mit einem Warhead-Motor. Funktioniert einwandfrei. Funktioniert in der Knifte einwandfrei, funktioniert in anderen Kniffen ebenfalls einwandfrei. Bedeutet, ich hatte genau ein einziges Mal das Problem, das wisst ihr vielleicht, das war bei der Honey Badger, die hatte alle 20 bis 30 Schuss, hatte den Aussetzer drin. So, der Robin hat sich vor einer Woche eine AK-12 von Arcturus gekauft, Bugatti Core System drin, hat ein Warhead rein, ein 35K, läuft ohne Probleme das Ding. Der Chris wiederum hat 3 Kniften, Warhead, Bugatti Core, hat er gesagt, funktioniert überhaupt nicht. Jeder dritte Schuss ein Aussetzer. Ebenfalls haben wir im Discord bereits schon mitbekommen, auch ein Warhead-Motor, der wiederum aber nur mit 7,4 Volt läuft. Sobald man 11.1er ranpackt, funktioniert er nicht mehr. So, und jetzt die Theorie. Erstens mal, der erste Punkt habe ich euch ja schon mal gesagt, dass wenn ihr sehr schnell triggert, fällt natürlich die Spannung vom Akku ab. Und hiermit kann der Warhead Probleme haben, wenn der Akku einfach zu schwach ist. Bedeutet, wenn ihr jetzt nur so einen ganz kleinen popeligen 1000 mAh mit 20 C habt und zieht damit eine 120er Feder die ganze Zeit auf und triggert einfach sehr, sehr schnell, dann kann die Spannung kurzzeitig so weit abfallen, dass der Warhead einfach aussteigt. In dem Fall, wenn möglich, natürlich immer einen etwas besseren Akku verwenden. So, und der nächste Punkt, wo ich mittlerweile der Meinung bin, dass die Warheads auch teilweise ja einfach Probleme haben. Bedeutet, auch die Warheads können halt nicht jeder 100% perfekt sein. Bedeutet, auch hier können Motoren dabei sein, die von der Elektronik einfach irgendwie einen Macker haben oder einfach nicht richtig funktionieren. Bedeutet, wenn ihr mal irgendwie Probleme habt mit einem Warhead, sei es jetzt mit dem Titan, mit dem Aster oder egal mit was, ich würde den Motor reklamieren. Denn wie gesagt, ich habe schon sehr viele Warheads mittlerweile verbaut und die laufen eigentlich mit jedem EFCS, laufen die wirklich super. Ares EFCS-System, kein Problem. Perun, kein Problem. Chevron, kein Problem. Gate, kein Problem. Core, kein Problem. Also die laufen alle. Es scheint aber immer wieder mal vorzukommen, dass halt bei vielleicht, keine Ahnung, 500 Motoren vielleicht 10 dabei sind, wo die Elektronik irgendwie ja einen Drücker weg hat oder irgendwie sowas. Wie gesagt, solltet ihr da Probleme haben, fangt da jetzt nicht an, irgendwie großartig rumzubasteln oder sowas.
sagt da bei Warhead in Dänemark Bescheid, das Ding funktioniert nicht, schickt das Ding zurück und lasst euch einen neuen schicken. Oder lasst ihn reparieren. Also hier wieder zu beachten, denn wie gesagt, die Warheads sind auch mit dem Core kompatibel und sind sogar von der Aktivbremse deutlich konstanter im Vergleich zum Titan. Habe ich euch auch schon mal angesprochen, auch mit dem Titan in der Brushless-Einstellung, mit der neuen Firmware. Ja, dann deaktiviert ihr einfach nur die Aktivbremse, bedeutet, ihr bekommt einfach sehr viel Precocking drauf. Hier mit dem Core wird das Ganze abgebremst. Wie das Ganze aber technisch zusammenhängt, weiß ich leider nicht. Wie gesagt, so, jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Einen kleinen Punkt jetzt noch. Ich werde euch jetzt gleich wieder Klangbild einmal zeigen oder aufzeichnen. Hier einen kleinen Punkt. Der Warhead ist perfekt eingestellt. Die Gears sind zweimal sauber neu geschimmt worden. Auch der Piston, es passt alles wunderbar zusammen und die Knifte performt einfach sehr, sehr gut. Aber dennoch ist der Klang leider nicht ganz so schön wie bei anderen Modellen. Und das könnte eventuell an der Passgenauigkeit der E&L-Bauteile liegen. Bedeutet, wie ist die Gearbox einmal ausgerichtet im Receiver? Vielleicht kommt es hier zu gewissen Toleranzen. Vielleicht sind auch die Bohrungen von den Lagern vielleicht um 0,1 oder 0,15 ein bisschen versetzt oder sowas. Sie kreischt jetzt zwar nicht, was ich aber immer wieder wahrnehme, wenn ich feuere, ist kein Kreischen, sondern man nimmt so ein Kratzen wahr. Also das ist einfach nicht smooth. Und ich kann es mir nicht erklären. Wie gesagt, schon zweimal neu geschimmt, Motor bestimmt schon 10-mal neu, Pinion Gear versucht irgendwie neu zu schimmen oder einzustellen zum Bevel. Das passt alles wunderbar. Und trotzdem hat das Modell irgendwie so ein Reiben drauf oder so ein Kratzen drauf. Also schauen wir es mal an. Akku ist voll, 12,6 Volt, 0,3 Gramm BBs und ich verwende hier einfach mal so ein altes EPM-Magazin von PTS. Okay, leer. Also ihr habt es gesehen, ne? Warhead plus Core, das funktioniert. So, sind Kugeln draußen? Ja, sind draußen. Also wie gesagt, es funktioniert. Auch in anderen Kniffen, es funktioniert. Also hier auch wieder nur der Punkt, weil man es einfach immer liest, ja, wenn man einen Core hat und einen Warhead rein haben will, muss man Titan verbauen. Das ist totaler Humbug. Das ist absolute Falschinformation. Könnt ihr drin lassen. Genauso, wenn ihr ein Perun habt, lasst das Perun drin, es funktioniert. Habt ihr ein Ares EFCS-System drin, lasst es drin, ballert euch ein Warhead rein und gut ist. Nur vielleicht darauf achten, gerade bei einer Semi-Knifte, auch wenn ihr von den Gears auf 13:1 geht oder selbst mit einem 18:1, ich würde immer, und ich empfehle auch jeden, der mich fragt, ich empfehle immer den Bass mit 27 kW. Warum? Der Motor verbraucht noch mal ein bisschen weniger Ströme und dieser Unterschied zwischen 27 kW und 35 kW rein vom Zyklus merkt ihr absolut nicht. Bedeutet, bis der Motor überhaupt diese Drehzahl erreicht, ist der Schusszyklus schon abgeschlossen. Also wie gesagt, wenn ihr einen Warhead nehmt, schaut euch am besten eben diesen 27 kW Bass an. Nur Österreicher, Schweizer, wenn ihr eine höhere Kadenz eben haben wollt, dann könnt ihr auch auf den 30 kW einmal gehen. Nur dann halt wieder aufpassen mit dem 11.1er vom Zyklus her. Wie sieht's aus vom Timing mit der Tappet Blade? Wie sieht's aus vom Entspannen von der Feder, von der Energie her? Denn diese Warheads, gerade 35 kW aufwärts, die sind halt unheimlich schnell. Und wenn ihr da ohne Short Stroke fahrt, dann kann es zu Problemen kommen. Was ich auch immer davon abrate, und ich weiß, da sind manche anderer Meinung, aber meine ganz persönliche Meinung ist, Warhead plus 0,5 Joule Knifte, lasst es. Das geht in die Hose, glaubt mir. Bedeutet, ihr müsstet dann, wenn ihr ein Warhead betreibt, von mir aus ein 35 kW in der 0,5er, dann braucht ihr einen so hohen Short Stroke und so eine straffe Feder, damit das System sauber laufen kann und vom Timing her passt, damit das Ganze eigentlich komplett überarbeitet werden muss. Also jetzt einfach nur hergehen und einen anderen Motor oder ein Warhead reinzustopfen bei einer 0,5er und denken, das funktioniert, vergesst, keine Chance, keine Chance. Ihr macht euch das ganze System innen drin einmal kaputt. Gut Leute, das soll schon gewesen sein. Kleines, kompaktes Video oder Projektvideo, Übersicht zur E&L Moore von mir. Das meiste hat sich ein bisschen wiederholt, haben wir schon alles mal gesehen. Die Gears kennen wir, Zylinderset. Wie gesagt, nichts Großartiges Neues, nur eben vielleicht gerade wieder für Einsteiger oder wer vielleicht so kleine Tipps sucht
vielleicht ein nettes Video so zum Nebenher einmal anschauen. Muss man aber abschließend auch dazu sagen, das Modell, wenn man sich so kaufen würde, kostet es natürlich wieder Schweinegeld. Natürlich. Und auch stört mich unheimlich, dass das Modell an sich oder das System nicht ganz so smooth läuft wie andere Systeme, die letztendlich die gleichen Komponenten drin haben. Habe ich euch vorhin gesagt, beim Feuern, sie kreischt nicht. Sie ist nicht laut, sie kreischt nicht, aber ihr nehmt einfach ein bisschen im Klang und auch am Pistolengriff, nehmt ihr so ein bisschen so ein Kratzen wahr. Und ich kann mir nicht erklären, wo das herkommt. Wie gesagt, die Gear ist schon zweimal neu eingeschimmt, das Pinion Gear zum Bevel bestimmt schon 10-mal nachkontrolliert, die Gears durchgedreht, irgendwie, ob sie eiern, ob sie irgendwie wo hängen bleiben. Nix, das läuft alles butterweich. Sobald das Ding aber dreht, reibt irgendwas. Ich gehe ganz stark davon aus, dass hier die E&L Gearbox irgendwo eine gewisse Toleranz drauf hat, vielleicht von den Bohrungsabständen, von den Buchsen, was bei anderen Herstellern nicht der Fall ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay Leute, wie gesagt, sehr schönes Projekt geworden, tolle Knifte geworden, aber ich würde mir so eine E&L heutzutage leider nicht mehr kaufen. Das Ding war vor 2 Jahren, vielleicht vor 3 Jahren, war das Ding wirklich spitze, auch diese Updated-Version dann war wirklich klasse, aber wie gesagt, der Outer aus Stahl innen drin, das packt so viel Gewicht vorne am Frontset drauf, es nervt auf Dauer einfach ein kleines bisschen. Und wenn man sich heutzutage anschaut, was man jetzt gerade auch in den neuen E- und C-Kniffen zum Beispiel in der Generation 4 drin bekommt und bei den Arcturus-Kniffen drin hat, für relativ wenig Geld, muss man sagen, da macht so eine E&L aktuell relativ wenig Sinn, meiner Meinung nach. Da bekommt man einfach bei anderen Herstellern, gerade was die Toleranz angeht, was die Gearbox-Shell vielleicht angeht, fährt man da ein kleines bisschen günstiger und vielleicht auch ein kleines bisschen besser. Ja, der Receiver ist immer noch sehr schön von E&L, alles schön und gut, aber da ist halt fast nichts mehr jetzt original dran. Also wie gesagt, wenn der günstig eine gebrauchte herbekommt, so eine geupdatete mit dem EFCS drin, ja, könnt ihr machen, aber wie gesagt, der Outer aus Stahl, das zieht das Ding schon ganz schön runter vorne. Geht ein bisschen auf die Nerven, das Teil. Okay Leute, das soll es gewesen sein. Das Video muss leider auch als Lückenfüller einmal herhalten, denn ich habe leider 1,5 Wochen ein bisschen in den Sand gesetzt. Ich hatte eine Specna Arms da fürs Review, habe ganzen Internals gemacht, habe rumgetestet, habe mir Notizen gemacht, habe alles schon notiert gehabt. Und das Ding hat dann leider sehr stark angefangen zum Zicken. Bedeutet, die hat dann angefangen zum Spucken, das Alignment von der Nozzle daneben war. Die Hop-Up-Kammer hat ein bisschen drin rumgeschwabbelt. Da gab es dann doch relativ starke Probleme und das Modell musste ich jetzt leider zurückschicken. Bisschen schade, dementsprechend, wie gesagt, sind mir leider 1,5 Wochen Arbeit eigentlich verloren gegangen. Also, jetzt einmal heute diese E&L. Dann arbeite ich aktuell noch am Review zu der Arcturus AK12. Kommt dann die nächsten Tage. Da möchte ich einfach so einen kompakten Vergleich mit euch mal durchsprechen. Wir haben uns zusammen die G&G AK12 angeschaut. Wir haben uns die E&L angeschaut. Und jetzt habe ich mir ebenfalls von Arcturus die K-Version von der AK12 habe ich mir auch noch schicken lassen, damit man einfach alle Hersteller mal untereinander vergleichen kann. Was ist denn jetzt das beste AK12-Modell? Und dann seht ihr eben, sind auch neue E- und C-Kniften eingetroffen bei mir. Habe ich 2 Stück bekommen. Einmal die brandaktuelle BC9 mit einem wunderschönen Farbton. Und dann habe ich mir noch diese rote aufgefräste Skeletor, die gibt es jetzt auch in der Generation 4. Da habe ich mir auch noch eine schicken lassen. Bedeutet, auch diese werden wir uns mal nochmal im Detail anschauen, damit wir auch beim Thema E und C wieder aktuell bei der Generation 4 sind. Denn Gen 4 habe ich bis jetzt ignoriert oder ausgelassen. Also Leute, freut euch drauf. Ich wünsche euch was. Haut rein.